Hallo, ich bin die Elvira und arbeite jetzt seit 13 Jahren hier am Christkindlmarkt am Stand. Wie kam ich dazu? Ich hatte meine Bekannte, die hat hier gearbeitet. Und dann habe ich sie gefragt, ob ihr Chef nicht noch jemanden bräuchte, weil mir das wahnsinnig Spaß machen würde. Und dann ging das innerhalb von 2 Tagen, dass ich beim Chef ein Vorstellungsgespräch hatte und sofort am nächsten Tag anfangen konnte. Und das ist jetzt 13 Jahre her. Macht mir immer wieder Spaß und ich freue mich jedes Jahr drauf. Ich mache es nicht wegen dem Geld, sondern wirklich nur, weil es Spaß macht und weil ich auch seit 13 Jahren immer dieselbe Kollegin habe, mit der ich mich sehr gut verstehe und wir ein super eingespieltes Team sind. Was gibt es für Produkte? Es gibt die Weihnachtskugeln, es gibt die Weihnachtsengel, es gibt sehr viele Dekoartikel in allen möglichen Varianten. Es gibt Christbäume, es gibt Pyramiden, es gibt Nussknacker, es gibt Räuchermännchen, es gibt Weihnachtskugeln und seit einigen Jahren ja jetzt diese modernen Weihnachtskugeln in allen Formen und Varianten. Modern heißt nicht nur diese normalen Runden, so wie man es von früher kannte, sondern einfach mal ein Pferd, eine Bedienung, ein Maskrug oder also diese ganz verrückten, ausgefallenen Weihnachtskugeln. Also Produkte, die am meisten verkauft werden, ist schwierig zu sagen, weil sich das immer wieder ändert. Weil die Menschen sind verschieden. Also was mir dieses Jahr auffällt, wir haben jetzt dieses Jahr diese Wichtel neu. Ich bin jetzt heute das erste Mal hier, seit 4 Stunden, die gingen schon sehr gut, die haben wir sehr gut verkauft. Was gut geht oder was schlecht geht, ist immer relativ. Kommt auf den Kunden drauf an, kommt auf die Nationalität drauf an. Es gibt nichts, wo man jetzt sagen könnte, das ist besser, schlechter, besser verkauft, schlechter verkauft. Der Christkindlmarkt ist geöffnet von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr. Wir haben immer heißen Tee dabei und wir sind immer sehr warm und dick angezogen. Wir haben mehrere Schichten an und tatsächlich Glühwein trinken. Dann, wenn nicht viel los ist und es ist kalt, gibt es halt mal einen Glühwein mehr. Und ansonsten gibt es immer Mittag um 12 an Glühwein. Ja, wir haben ein Ritual, meine Kollegin und ich. Es gibt immer, wenn wir arbeiten 3 Tage die Woche zusammen und dann gibt es immer um 12 einen Glühwein. Ja, was haben wir für Kunden? Alles, international. Sehr viele Italiener, sehr viele Asiaten. Das ist so überwiegend. Amerikaner natürlich auch. Die lieben natürlich das ganze Kruschelzeug und diese ganze Dekoware. Ja, die sind immer ganz heiß drauf. Man kann jetzt nicht von den Nationalitäten ausgehen, wer was jetzt am liebsten mag. Also es kommt immer darauf an, was wird geboten am Markt, was ist da an Ware und auf was stehen die Leute. Also was manchmal nervt ist, wenn man so merkt, gerade wenn so die erste Halbzeit rum ist, dann werden die Leute oft sehr ungehalten, sehr stressig, viele haben dann zu wenig Zeit und dann nervt es manchmal. Und vor allen Dingen, wenn viel los ist am Stand und die Leute sehen, dass du eigentlich bedienst und dann blären sie in 5er-Reihen dazwischen. Das kommt tatsächlich vor, wenn viel los ist. Und das nervt dann richtig, weil du kannst dich immer nur um einen kümmern, weil du musst ja die Preise dann zusammenrechnen, alles einpacken und das wird dann stressig und nervig. Mehr Zeit für die Kundschaft wäre manchmal gut, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe immer die Vormittagsschicht mit meiner Kollegin
Und da ist es so, da ist es noch ruhiger wie jetzt am Nachmittag. Ich denke, die Nachmittagsschicht oder die Wochenendschicht, die hat es echt noch stressiger und noch anstrengender. Ja, aber der Stand hat jetzt 6 Meter und da passen halt einfach auch nicht mehr wie 3 Leute rein. Es ist so, weil du trittst dir dann einfach hinterm Stand ständig auf die Füße. Und darum bin ich auch um meine Frühschicht froh, weil wir nur zu zweit sind und das ist einfach vom Platz her super. Während Corona war ja 2 Jahre kein Christkindlmarkt. Das war für mich schlimm. Natürlich auch für den Chef, für die Kollegin. Ich hatte mich gut anders orientiert dann in der Corona-Zeit. Ich hatte das Glück, in einer anderen Branche noch mal tätig zu werden für 1 Jahr in der Corona-Zeit. Somit war es jetzt für mich nicht ganz so schlimm, aber ich war wieder happy oder wir waren alle happy, als alles wieder aufgemacht hat. Und jetzt geht es ja, glaube ich, auch schon wieder das 4. Jahr oder was, wo der Christkindlmarkt läuft und wir sind überglücklich. Haben alles wieder vergessen. Die schönste Erinnerung, boah, kann ich nicht sagen, weil eigentlich jeder Tag schön ist. Jeder Tag ist anders und jeder Tag ist schön. Also es gibt keine schönste Erinnerung. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, lustige Begebenheit, es ist eigentlich immer, wenn die Gäste nett sind und lustig sind, dann haben wir eigentlich immer hier Spaß. Und da gibt es viele, mal lustige Geschichten weiß ich gar nicht, weil am Stand wird verkauft, oft pressiert es, die Leute wollen weiter und dann steht der nächste schon wieder an. Aber prinzipiell muss ich sagen, ist eigentlich jeder Tag schön und lustig. Hört sich jetzt blöd an, ist aber so. Ja, was bedeutet mir es? Ja, ich mache das jetzt 13 Jahre. Ich habe einfach Spaß mit Leuten. Ich habe ja noch einen anderen Job, wo ich auch sehr viel mit Menschen zu tun habe. Ich mag es einfach. Ich mag die Menschen. Ich bin gerne einfach draußen und wie gesagt auch mit meiner Kollegin. Wir machen das 13 Jahre. Es macht einfach immer wieder Spaß.